Wie viel kostet es mich pro Monat in Thailand im Luxus zu leben, mit vielen tollen Ausflügen, ganz viel leckerem Essen und einer wirklich spannenden Zeit hier? Diese Frage klären wir heute und wir klären auch, ob das für dich interessant sein könnte vom Preislichen her. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, ich drehe dieses Video hier von meiner Villa aus, die ich gemeinsam mit zwei Freunden hier aus der Uni-Zeit gemietet habe. Das sind zwei meiner besten Freunde, die ich überhaupt habe. Und beide haben den Vorteil, dass sie von überall aus in der Welt arbeiten können, genauso wie ich. Ich probiere das jetzt auch so ein bisschen für mich aus, ob dieses digitale Nomadenleben für mich klappt. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man Videos dreht. Man muss immer das Equipment mitnehmen und Hintergrund und alles muss stimmen und Soundisolierung, ganz, ganz viel. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es um Thailand gehen und meine Kosten, die ich in diesem Leben habe hier vor Ort. Das schon sehr, sehr luxuriös ist. Das ist nicht ein Budgeturlaub oder ähnliches. Also ich gönne mir hier vor Ort wirklich etwas. Und wie ihr schon seht, das Wetter wird aktuell ein bisschen schlechter tatsächlich. Wir hatten jetzt sehr viel sonnige Tage, aber aktuell zieht, glaube ich, ein Gewitter auf. Von daher, ich hoffe mal, es bleibt noch trocken, während ich das Video hier drehe. Aber bleibt einfach bis zum Ende dran, dann werdet ihr sehen, ob ich voll geregnet werde oder nicht. Wenn dir dieses Video gefällt, lasst mir auch gerne ein Like und Abo für mehr da. Okay, fangen wir also an. Also Thailand ist erstmal ein sehr schönes Land. Ich bin hier auch das erste Mal, hat eine reiche Kultur. Und ich bin jetzt ganz aktuell 4 Wochen in Phuket. Das ist eine Insel ganz im Süden von Thailand. Und das ist nah am Äquator hier. Man hat hier super Wetter. Aktuell haben wir 31 Grad heute. Wenn der Sturm aufkommt, wird es sicherlich ein bisschen kühler. Aber das ist so im Allgemeinen auch die Temperatur für die nächsten Tage. Und bisher war es hier wirklich sehr, sehr sonnig und angenehm. Und kommen wir damit mal direkt zu den Kosten. Fangen wir einfach mal mit dem Flug an. Der Flug ging von Frankfurt los über Dubai nach Phuket. In Dubai habe ich auch etwas mehr als eine Woche verbracht. Da habe ich Silvester verbracht mit meinen Freunden zusammen. Das war auch sehr schön. Also 900 € der Hinflug und der Rückflug. Da habe ich noch ein Flugguthaben bei British Airways und Singapore Airways. Von daher, da kann ich die Kosten nicht sagen. Es wird aber ähnlich sein, wenn nicht sogar etwas günstiger, da jetzt die Hauptsaison dann Anfang März vorbei ist, wenn ich wieder zurückfliege. Genau, wir haben hier die Unterkunft in Phuket selbst. Die ist mit am teuersten. Wir sind hier ganz an der Südspitze sozusagen. Das ist eine sehr schöne Gegend. Nai Han heißt die. Und wir sind hier in einer sogenannten Gated Community, also das ist abgeschlossen wirklich mit Sicherheitspersonal, zweimal Sicherheitspersonal sogar und 2 große Schranken, wo man reingelassen werden muss. Hatte ich persönlich noch nie, ist ziemlich krass, aber sorgt eben dafür, dass man hier komplett für sich ist. Man hat relativ wenig Außengeräusche und wenn man hier irgendwas hört abends, dann sind es meist die Vögel, wie jetzt gerade, das ist wirklich sehr angenehm, aber das kostet natürlich auch ein bisschen. Wir zahlen jetzt in der Hochsaison 1.500 € pro Kopf für diese Villa. Wir sind ja 3 Personen, das heißt insgesamt knapp 4.500 €. Und wenn wir es jetzt ohne Airbnb gebucht hätten, direkt sozusagen beim Vermieter, wäre das Ganze nochmal 15% günstiger. Aber das sind so die Kosten, die man für eine wirklich schöne Villa mit 3 Schlafzimmern, 4 Bädern und einem extra Büro sozusagen, mit denen man rechnen muss. Genau, ich glaube auch für 1.500 €, die ich hier im Monat jetzt dafür zahle, könnte ich nicht so weit kommen, wenn ich ein Hotel genommen hätte oder ähnliches, auch nicht in Deutschland oder so. Also ich finde 1.500 € im Monat, wenn man das hier zu dritt teilt, dann ist es eben so viel, finde ich voll okay für diese wirklich luxuriöse Villa mit schönem Pool und See noch im Hintergrund, das ist wirklich toll. Dann haben wir auch noch 2 Roller geholt für insgesamt 9.000 Baht, das heißt 4.500 Baht pro Stück. Das sind umgerechnet 125 € pro Stück, mal 2, 250. Mein Anteil mit Benzin sind da ca. 90 € für diesen Monat, für die Mobilität mit dem Roller. Weiter geht es dann mit Restaurants. Wir essen hier wirklich jeden Tag außerhalb. Wir kochen gar nicht zu Hause, weil es einfach so günstig ist wirklich. Dieses Essen hier zum Beispiel heute Mittag hat mich mit Sprudelwasser, Reis, einem Ei, Huhn und Erdnüssen sowie ein bisschen Zwiebeln und so
hat mich gerade mal, was waren es, 160 Baht gekostet. Also man kann hier wirklich für wenige Euro ganz einfach auskommen. Super lecker essen, das ist gar kein Problem und von daher es lohnt sich eigentlich gar nicht, etwas hier selbst zu kochen. Insgesamt gebe ich pro Tag nicht mehr als 15 Euro so in etwa aus. Es gibt natürlich Tage, da gebe ich ein bisschen mehr aus, aber so im Schnitt sind es 15 Euro umgerechnet oder dann halt 450 Euro für einen Monat. Genau. Dabei ist Phuket, jetzt wo wir aktuell sind, die teuerste Gegend mit Abstand in Thailand, die es so gibt. Wir sind ja demnächst eine Woche in Bangkok, das wird nochmal günstiger. Und dann im Norden in Chiang Mai etwas über 4 Wochen. Das heißt, hier werden wir dann auch nochmal 30-50% bei so ziemlich allem sparen. Genau. Ausflüge hier in Phuket machen wir auch. Die sind etwas teurer, aber ziemlich super, wie ich finde. Zum Beispiel haben wir hier bei einer Elefantenauffangstation einen Besuch gemacht. Das war wirklich wunderschön. Man konnte die Elefanten füttern, man konnte sie streicheln und dann am Ende konnte man sogar mit ihnen baden und sie waschen. Elefanten sind meine Lieblingstiere, muss ich sagen. Ich wollte mir diesen Traum schon lange erfüllen und ich fand es auch ganz wichtig, sie nicht zu reiten oder sowas, sondern wirklich ja es auch so zu haben, dass es für sie eine angenehme Zeit ist und ich diesen Tieren dann tatsächlich helfe, die von Zoos sozusagen aufgefangen wurden und da jetzt ein Leben führen können, wo sie nicht irgendwelche Dinge groß hoffentlich tun müssen. Genau, dann haben wir auch noch einen Ausflug gemacht auf die Koh Phi Phi-Inseln. Das ist, wo Leonardo DiCaprio den Film The Beach unter anderem gedreht hat. On a hidden island. Wirklich idyllisch, wunderschön, ziemlich viele Touristen leider. Wir haben da so einen Ausflug gemacht mit ca. 20, 25 anderen Leuten auf einem Boot. Der hat uns 52 Euro gekostet, genauso wie die Elefantenauffangstation, die hat auch 52 Euro gekostet. Ja, und hier hat man einen super Tag gehabt, man hat Korallenriffe dann ebenfalls besucht, da lange geschnorchelt, auch ein bisschen Sonnenbrand geholt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich gebe also im Monat ca. 100 Euro für Ausflüge aus und wie ihr seht, langsam regnet schon und der Sturm zieht auf. Also machen wir jetzt mal schnell weiter, würde ich sagen. Massagen gibt es hier ebenfalls und zwar sehr günstig. Wir gönnen uns tatsächlich hier jede Woche eine Massage für jeweils 350 Baht die Stunde. Das sind 9,80 Euro umgerechnet. Und die Frau, die das macht, kommt hier sogar zu uns vor Ort und macht die Massage hier im Büro. Da haben wir auch einen großen Massagetisch, also ganz, ganz super. Echt phänomenal, gerade nachdem man viel Sport gemacht hat. Und somit gebe ich dann 40 Euro im Monat für Massagen aus. Damit haben wir auch eine super Überleitung zum Sport selbst. Denn der kann hier natürlich sehr günstig sein, aber wir haben uns tatsächlich entschieden, zu dritt in das gleiche Fitnessstudio zu gehen, das das teuerste ist, muss man tatsächlich sagen. 90 Euro im Monat kostet das Ganze, also wirklich, wirklich viel. Aber wenigstens gehen wir sehr oft hin, 3-mal die Woche mache ich persönlich das. Das heißt 7,50 Euro pro Besuch oder jetzt 90 Euro im Monat. Das ist für hier vor Ort schon extrem viel, aber es ist ein wirklich schönes Studio und wir gehen oft hin. Das ist eigentlich so für mich das Wichtigste. Weiter kann man hier auch gut feiern gehen in Phuket, natürlich in Thailand auch allgemein. Ich persönlich bin jetzt nicht der Clubgänger, muss ich sagen, aber Strandbars finde ich ganz, ganz super und da gehe ich gerne hin. Davon gibt es viele und mein Favorit sind wie auch zu Hause hier vor Ort Kokosnüsse, die man dann vor Ort ja, ausschlürfen kann. Richtig, richtig lecker und frisch. Also das schmeckt ganz wunderbar. Hat auch deutlich weniger Zucker, als man erwarten könnte. Und die beste Strandbar hier auf der ganzen Insel ist wahrscheinlich das Café Del Mar an der Westküste. Da brauchst du eine Weile hin von hier, wo wir in Nai Han sind, circa eine Dreiviertelstunde, also ziemlich lang. Ich persönlich trinke kein Alkohol mehr seit 4 Monaten. Das habe ich mir einfach mal vorgenommen und ziehe es bis jetzt weiterhin durch. Es macht mir richtig Spaß auch, das nicht zu tun tatsächlich. Ein Cocktail, falls es sich interessiert, kostet dort allerdings 500 Baht, das heißt knapp 14 Euro, ziemlich teuer. Und ja, das ist einfach eine Spitzenlocation und dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, spare ich an der Stelle viel, viel Geld. Ich gebe ca. 50 Euro im Monat für Strandbars aus, vor allem für Kokosnüsse und andere Getränke, ab und zu auch ein bisschen was zu essen. Ein Bier kostet ca. 2,20 Euro, 80 Baht
Ein Cocktail am Strand normalerweise 180 Baht, das sind circa 5 Euro. Und ein Smoothie aus frischen Früchten vor Ort kostet dann so 130 Baht. Zuletzt, ihr seht, es regnet immer mehr, kommen wir zum Coworking. Ich arbeite gerne hier mit meinen Freunden von der Villa aus, aber 1- bis 2-mal pro Woche gehe ich ins Coworking, um da einfach meine Ruhe zu haben. Das kostet mich 10 bis 14 Euro pro Tag, je nachdem, wo ich hingehe, wie schön die Location ist. Und das macht dann im Monat nochmal 72 Euro, weil ich es eben nicht so oft nutze, 1- bis 2-mal pro Woche. Ja, für andere Dinge gebe ich natürlich auch noch Geld aus, so Einkäufe von Wasser und Obst, so Kleinigkeiten. Ich sag mal, da kommen maximal 100 Euro zusammen. Meine internationale Krankenversicherung kostet mich 1000 Euro im Jahr. Das heißt für die 2,5 Monate 208 Euro. Und insgesamt haben wir hier jetzt mal die Auflistung von allem, was ich hier so habe. Wir sind knapp unter 3000 Euro für einen Monat, dafür, dass ich im absoluten Luxus lebe. Ich finde das ziemlich krass günstig, weil es ist wirklich ein sehr hohes Niveau, Lebensstandardniveau sozusagen, was wir hier erreicht haben. So, ich mache mal meinen Laptop zu, bevor der ganz voll geregnet wird. Ja, also es ist ein ziemlich toller Lebensstandard, den wir hier mittlerweile erreicht haben, für gerade mal knapp 3000 Euro im Monat. Ist natürlich in Thailand sehr viel Geld, da kommt man sehr weit mit, aber in Deutschland wäre es eben nicht gerade so viel Geld, um damit so ein luxuriöses und schönes Leben zu führen. Und na klar, wir arbeiten hier auch weiterhin, wir machen nicht nur Ausflüge, denn es müssen natürlich auch Videos produziert werden, neue Artikel auf der Website und noch viel, viel mehr. Ich hoffe aber, dieses Video hat dir gefallen, dass ich hier im Regen sitze, während es hier weitergeht. Lass mir gerne ein Like da, wenn dem so ist. Schreib mir unten in die Kommentare, ob Thailand was für dich wäre und wie viel Geld du hier ausgeben würdest. Das interessiert mich sehr und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.